Reisemutig präsentiert ein neues Abenteuer. Teneriffa, die Insel der Vielfalt. Die größte der Kanarischen Inseln ist für uns viel mehr als nur ein Urlaubsparadies. Für uns ist sie die Insel der Liebe, der Ort, an dem unsere Reise begann. Hier machten wir unseren ersten gemeinsamen Urlaub. Damals lernten wir uns nicht nur besser kennen, sondern verliebten uns tief ineinander. Und diese Liebe hat uns seitdem nie wieder losgelassen. Seit 18 Jahren halten unsere Gefühle wie die sanften Wellen, die immer wieder ans Ufer spülen und doch niemals aufhören. Im ersten Video haben wir euch die faszinierende Vielfalt der Städte und Strände gezeigt, die Teneriffa zu bieten hat. Und nun möchten wir euch einladen, gemeinsam die versteckten Pfade zu erkunden, die majestätischen Berge zu bestaunen und den Zauber dieser Insel aus einer anderen Sicht zu erleben. Wir befinden uns im Anaga-Gebirge und die Straße schlängelt sich in engen Kurven durch die steilen Berghänge. Die Luft ist kühl und frisch und mit jedem Meter, den wir höher steigen, wächst das Gefühl von Freiheit und Weite. Die massive Berglandschaft erhebt sich majestätisch und wir spüren die erhabene Kraft dieser uralten Welt. Inmitten der Hänge entdecken wir ein kleines Restaurant, das sich idyllisch an den Felsen schmiegt. Hier genieße ich die beste Meeresfrüchtesuppe, die ich je probiert habe, während ich auf die sanften Wellen des Ozeans blicke. Rund um uns ziehen sich tiefe Schluchten. Die Aussicht raubt uns den Atem. Als wir weiter in das Herz des Anaga-Gebirges vordringen, durchqueren wir einen Lorbeerwald, der zu den ältesten Urwäldern der Welt gehört. Im Gegensatz zum heißen, kargen Süden der Insel strahlt hier alles Frische aus. Die Natur wird üppig, das satte Grün der Pflanzen leuchten intensiv. Dieser Wald scheint Geschichten aus längst vergangener Zeit zu erzählen. Und der kräftige Wind ist wie seine Stimme, die die alten Geheimnisse flüstert. Die moosbedeckten Stämme verströmen einen erdigen, frischen Duft. Das Rauschen des Windes verstärkt das Gefühl, tief in diese ursprüngliche Natur eingebettet zu sein. Das Teno-Gebirge, eine raue, fast mystische Landschaft im Nordwesten Teneriffas, entfaltet sich vor uns wie eine wilde, ungezähmte Landschaft. Unser Ziel ist Masca, ein verstecktes Dorf tief im Herzen des Gebirges. Die Straße schlängelt sich in engen, serpentinenartigen Kurven durch die Berge. Und mit jedem Höhenmeter, den wir erklimmen, wird das Abenteuer greifbarer. Auf der einen Seite der Straße breitet sich die wilde, ursprüngliche Natur aus. Auf der anderen öffnet sich der Abgrund und unser Blick fällt tief hinunter in die Schluchten. Wir halten an einem Aussichtspunkt an. Der Wind weht frisch und kühl, wie ein Atemzug des Ozeans.
Von hier aus können wir sehen, wie die zerklüfteten Klippen des Gebirges dramatisch in den Atlantik stürzen. Mit jedem weiteren Kilometer tauchen wir tiefer in die Seele des Teno-Gebirges ein. Die Landschaft wird karger, die Felsformation noch bizarrer. Das einzige Geräusch ist das Rauschen des Windes, das zwischen den hohen Gipfeln pfeift. Und jeder Blick aus dem Autofenster zeigt uns eine neue, eindrucksvolle Szenerie, die unser Herz höher schlagen lässt. Als wir Masca erreichen, scheint die Zeit für einen Moment stillzustehen. Das kleine Dorf, eingebettet in die tiefe Schlucht, wirkt wie ein verlorenes Paradies, versteckt zwischen den Höhenbergen. Palmen wiegen sich sanft im Wind, während sich die weißen Häuser wie Perlen an den steilen Felswänden schmiegen. Es ist ein Ort, an dem die Natur noch unberührt und ursprünglich ist, fernab vom Lärm der Welt. Wir hören das leise Flüstern des Windes, der durch die Palmblätter streicht. Das würzige Aroma der Pflanzen liegt in der Luft. Wir gehen einen schmalen Pfad entlang, der uns zu einem Aussichtspunkt führt. Von hier aus eröffnet sich uns ein spektakulärer Blick über die Schlucht. Wir lassen die Magie des Ortes auf uns wirken. Die Welt fühlt sich plötzlich größer, aber auch vertrauter an. In diesem versteckten Tal finden wir einen besonderen Zugang zur Seele der Natur. In Masca hat die Zeit keine Bedeutung. Alles fühlt sich intensiver an, jeder Atemzug, jede Berührung. Wir wissen, dass dieser Augenblick uns immer begleiten wird. Ein kleiner Schatz, den wir in unseren Herzen tragen. Jedes Mal, wenn wir auf Teneriffa ankommen, führt uns unser Weg unweigerlich zu einem ganz besonderen Ort, zum Pino Gordo in Villa Flor. Es ist eine Tradition, die wir seit Jahren pflegen. Dieser mächtige, 700 Jahre alte Baum ist für uns mehr als nur ein Naturdenkmal. Er ist ein stiller Freund, ein vertrauter Begleiter, mit dem wir über all die Jahre eine tiefe Verbindung aufgebaut haben. Der Pino Gordo steht in seiner vollen Pracht da, erhaben 80 Meter hoch, als wäre er der Wächter über die Insel. Wenn wir ihn besuchen, legen wir unsere Hände an seinen rauen, von den Jahren gezeichneten Stamm und spüren seine tiefe Ruhe. Wir befinden uns auf dem Weg in den Corona Forest Tal, dem riesigen, immergrünen Waldgürtel, der die majestätischen Teile auf Teneriffa umgibt. Es ist eine Welt mit einer Stille und Weite, die wir nur hier finden. Der Duft von Kiefern und die frische, süße Luft belebt uns mit jedem Atemzug.
Die Sonne dringt tanzend und sanft durch die Höhenbaumkronen. Und die kanarischen Kiefern erheben sich hoch in den klaren blauen Himmel. Die Ruhe, die hier herrscht, ist berührend. Man muss es einmal erlebt haben. Hier scheint alles andere in unserem Leben unwichtig. Die Sorgen, die Gedanken an den Alltag, all das löst sich auf. Alles, was bleibt, ist das Gefühl von Frieden und Dankbarkeit. Als wir im Teide-Nationalpark ankommen, breitet sich der Himmel wie ein tiefblauer Mantel über uns. Um uns herum erstreckt sich eine Landschaft, die fremdartig wirkt, fast wie auf einem anderen Planeten. Der Teide-Nationalpark liegt im Zentrum der Insel, auf einer Höhe von etwa 2000 bis 3718 Metern und beheimatet den majestätischen Pico del Teide, Spaniens höchsten Gipfel. Seine beeindruckende Vulkanlandschaft sowie die einzigartige Flora und Fauna zählt zum UNESCO-Welterbe und zieht zahlreiche Besucher an. Hier erzählt die Erde eine uralte Geschichte von Feuer, Stein und Zeit. Die Lavasteine liegen verstreut in erstarrten Flüssen und fantasievollen Formationen. Auch nach Sonnenuntergang bleibt dieser Nationalpark lebendig. Besonders in den tief dunklen Nächten versammeln sich hier Himmelskörperbegeisterte, um die Sterne und Ferngalaxien zu beobachten. Für diejenigen, die solch ein Erlebnis selbst mitmachen möchten, seid gut vorbereitet und zieht euch warm an, denn die Nächte können kalt werden. Eine zusätzliche Decke mitzunehmen ist eine gute Idee, um die Magie des Himmels in voller Gemütlichkeit genießen zu können. Als wir die kurvige Straße Richtung Observatorio de Esana nehmen, ist der Himmel über uns klar und das tiefe Blau einmalig. Die Luft wird mit jedem Höhenmeter frischer. Schon bald sehen wir das Observatorium vor uns auftauchen. Die weißen Kuppeln der Teleskope glänzen in der Sonne. Es thront auf über 2300 Meter Höhe, ein Ort, der für seine ungetrübten Sichtverhältnisse und klaren Nächte bekannt ist. Plötzlich zieht der Himmel sich zusammen. Es ist fast surreal. Ein Lichtspiel beginnt. Die Wolken, die unter uns im Tal hängen, färben sich ultramarin und türkis, während das Licht der Sonne von ihnen reflektiert wird. Für einen Moment scheint es, als würden wir auf einem Meer aus Licht schweben, weit entfernt von der Welt unter uns. Hier auf diesem Berg, so nah am Himmel, scheint alles möglich. In unseren Kommentaren unter dem Video geben wir euch diese Location nach unserer Meinung nach eine der schönsten, um El Teide zu erleben, bekannt. Der Esperanza-Wald ist außergewöhnlich. Schon die ersten Blicke führen in eine andere Welt.
Der Wald bietet unzählige Wanderwege, die tief in die üppige Natur führen. Es ist ein echter Märchenwald. Bis zu 40 Meter hohe Eukalyptusbäume und majestätische Pinien, kanarische Kiefern mit einer Nadellänge bis zu 30 Zentimeter Länge, die den Boden in einen weichen Teppich verwandeln. Umgeben von einer unglaublichen Pflanzenvielfalt fühlt man sich vollständig in die Natur eingebettet. Passend dazu trägt der Wald den Namen La Esperanza, was übersetzt Hoffnung bedeutet.